Wir möchten heute mal darüber reden, wie man am besten mit Ablehnung umgehen kann. Tönt immer beängstigend. Ja? Also ich denke, es ist so ein Thema, wo Angst vor hat auch, ne? Ja, deshalb ist Keiner wird gern abgelehnt. Genau, Ne? ja. Ich glaube sogar auch, dass wir deswegen uns kaum trauen, wirklich zu zeigen, weil wir Angst haben, eigentlich abgelehnt zu werden. Ne? Deshalb ist es eigentlich ein mega wichtiges Thema und wir wollen heute doch mal so drauf schauen. Weil wenn wir es schaffen, es auszuhalten, abgelehnt zu werden, da ist ja auch so ein Potenzial drin, dass wir uns auch viel mehr zeigen können oder zeigen dürfen. Und ich glaube, der erste Step wäre mal, es nicht weghaben zu wollen. Ne? Man kriegt das nicht aus dem Leben. Und da ist wie so eine Angst, einfach da abgelehnt zu werden. Und wenn wir die einfach mal so respektieren und einfach mal reinspüren, was für Gefühle denn da sind oder wo die im Körper sind, das finde ich immer ist am schnellsten eigentlich für die Integration von dem Gefühl. Wo im Körper findest du das? Was für eine Enge löst das aus? Was für Körperreaktionen sind da? Und was das macht, ist, du nimmst deine Wahrnehmung schon mal aus der Situation heraus, zu dir in deinen Körper. Und eigentlich nur hier, also nur bei dir, kannst du das wirklich handeln. In der Situation kommen die ganzen Gedankengebilde drauf und du denkst drüber nach, von links nach rechts und bist eigentlich völlig overwhelmed. Ne? Und wenn wir das aber zu uns holen, also wirklich zu uns hier hinholen, das ist eigentlich unsere Verantwortung. Ne? Also der andere hat einfach was gesagt, was er nicht will. Aber bei uns liegt die Verantwortung, wie wir eigentlich damit umgehen. Und deshalb ist es so wichtig, sich eigentlich diesem Gefühl wirklich zu widmen und sich selber. Und vielleicht zu merken, dass wir das aushalten können. Also das ist eigentlich das größte Geschenk, wenn wir das schaffen oder merken, wir können das aushalten, nicht gemocht zu werden, ne, mit irgendwas. Ja. Grundsätzlich wollen wir uns wie so nicht dieser Kraft entrauben, uns zu zeigen. Und deshalb müssen wir auf das gucken, was uns denn so hindert. Und die Ablehnung ist meistens ein Grund, was uns hindert daran, uns wirklich zu zeigen. Und die Schönheit, uns aber wirklich zu zeigen, muss uns wichtiger sein als die Ablehnung. Und das geht nur, wenn wir diese Freude am uns zeigen als Notwendigkeit sehen. Wir wollen echt sein. Wir wollen wahrhaft sein. Und wir haben die Kapazität, mit Ablehnung umzugehen, sie zu fühlen und wieder loszulassen. Und das ist eine Power, die wir haben. Ne? Also nicht die Ablehnung eigentlich ablehnen, sondern anzunehmen, zu fühlen und loszulassen. In dieser Gewissheit oder in dieser Kraft, ich will mich zeigen. Das ist für mich auch, das gehört wieder dazu, halt auch abgelehnt zu werden mit dem, was ich bin. Weil jeder kennt das, also du lehnst ja auch Sachen ab. Genau. Es gibt Sachen in der Welt, wo du sagst, nein, das geht nicht mit mir konform, das will ich nicht. Du brauchst ja nur mal die Zeitung aufmachen und gucken. Ne? Das ist ja, wir haben ganz viele Sachen, wo wir ablehnen, wo wir nicht wollen, wo wir anders wollen. Also das ist wie, wir machen das ja auch. Genau, ne? wir kennen also dürfen das ja auch andere das ablehnen, also was in uns ist. Und wir können schon im zweiten Moment, also wenn wir das Gefühl gefühlt haben, kann man schon reflektieren, ob das, was ich gezeigt habe, ob das vielleicht auch was ist, was, ja. Ob es echt war oder wahrhaft für einen selber. Ne? Genau, ja. Und manchmal auch, ja, ob das vielleicht was ist, wo ich vielleicht wirklich ändern könnte in meinem Leben, weil das Leute wegstößt von mir. Ne? Ja. Vielleicht bin ich auch zu herrisch, vielleicht bin ich auch manchmal zu... Und dieses Reflektieren, ob das jetzt dann gut, also ob das richtig war oder ob das einfach wirklich ein Teil von mir ist, das ist eigentlich erst später. Also was wir machen ist, wir gehen meistens drüber, also wir gehen über das Fühlen von diesem Gefühl wie so drüber und sind sofort mit dem Mind, ja, war das jetzt richtig, was ich gezeigt habe oder nicht, und der andere, der spinnt oder ich spinne oder, also wir denken drüber. Ja. Und das... Und dadurch
bleibt das Gefühl aber so stecken Genau. und die Verletzung halt auch davon. Ne? Genau. Und wenn wir aber als ersten Schritt wirklich die Körperempfindungen fühlen und das Gefühl fühlen und einfach, ja, wir sind verletzliche Wesen und das, was von außen kommt und auch das, was von innen kommt, das berührt uns. Ne? Lasst uns berührbar sein und wir können es aushalten. Und dann kommt eigentlich das Schöne, wie du sagst, als zweiter Schritt eigentlich diese Reflexion. Man kann wirklich draufschauen, aber eigentlich mit einer gewissen Klarheit draufschauen. Die wir eigentlich erst haben, wenn wir das Gefühl zulassen. Ne? Ja. Sonst ist das so klein. Also wenn wir reflektieren, ohne das Gefühl zu fühlen, ist das wahnsinnig klein und wir können auch nicht wirklich was daraus lernen, sondern wir drehen uns so im Hamsterrad. Und wenn wir aber wirklich so dieses Gefühl fühlen, ne? Und wieso merken so, boah, das kann ich aushalten, ne? Ich kann das wirklich dem begegnen, ich kann das fühlen und kommt so ein tiefes Aufatmen und ich verliere die Angst vor der Ablehnung. Und das ist eigentlich das Geschenk in der Ablehnung drin. Ne? Genau. Also manchmal könnte man sogar dem anderen danken, dass er dich abgelehnt hat für das Geschenk, dass du die Größe hast und die Weite, das Gefühl zu halten. Ja. Ne? Und das macht dich wie eigentlich noch klarer in der Umsetzung von dem, was du gerne in die Welt bringen willst. Ja. Ne? Deshalb ist Ablehnung ist mega wichtig, sich darum zu kümmern. Ja. Weil wir werden es nicht schaffen, uns wirklich zu zeigen und echt zu sein, wenn wir nicht wirklich tief drin das aushalten können, halt auch abgelehnt zu werden. Ja. Oder nicht gemocht zu werden. So. Und erst wenn wir das wirklich fühlen, also merken, wir haben die Kapazität, das zu fühlen, egal wie oft wir abgelehnt werden, erst dann können wir reflektieren, ne? Wie wir gesagt haben. Also dann kann man gucken, ja, war das jetzt okay oder vielleicht kann ich was lernen aus der Situation. Aber es ist wie so eine größere Wahrnehmung, die dann auf das schaut, was abgelehnt wurde von mir. Und manchmal kommt dann, sorry, das ist einfach wirklich ein Teil von mir und der ist so und den will ich einfach zeigen, den will ich leben, den will ich nicht mehr runterdrücken. Es kann aber auch sein, oh wow, dass plötzlich Mitgefühl kommt für den anderen, aber ich kann das auch verstehen, dass der das ablehnt, weil dem ist vielleicht mal was passiert und der kann damit nicht umgehen oder ganz was anderes. Ne? Also wir haben wie so, wir können das Ganze sehen. Ja, genau. Ja. Durch das Fühlen kommt halt auch das Mitgefühl mit dem anderen eigentlich, der abgelehnt hat. Ne? Ja. Nur der Verstand hat kein Mitgefühl, also der versucht dann hin und her zu denken, aber das Mitgefühl kommt dadurch, dass du es selbst fühlst, die Ablehnung, diese Verletzung. Und wenn du die fühlst, kommt automatisch eigentlich auch ein gewisses Mitgefühl mit demjenigen, der dich ablehnt, weil der oder die hat ihre Story oder seine Story, warum er das ablehnt, warum er das nicht mag oder warum er dich nicht mag. Das ist wie einfach sein Part und er hat auch das Recht dazu. Das ist das Schöne. Ne? Wir müssen uns nicht alle mögen. Ne? Wir dürfen auch ablehnen. Aber das Ablehnen, wenn du fühlst, ist viel weicher, ist viel mitfühlender als die Härte vom Ablehnen vom Verstand. Und oft werden wir konfrontiert mit dieser Härte von der Ablehnung vom Verstand. Und die ist so hart, die ist so BOM. Und wir reagieren dann eigentlich selber mit einer Härte. Ne? Ja. Also wenn wir abgelehnt werden, kommt dann bei uns die Härte und wir wollen dann den Menschen nicht mehr haben oder das Gefühl nicht fühlen oder denken uns irgendwas aus, warum das jetzt okay ist für uns, dass wir abgelehnt werden. Aber das ist alles so hart. Ne? Ja. Das ist so Oder gehen mit dem Rückzug, unreflektiert und hart. Ja. Der Rückzug ist halt einfach auch so hart. Auch hart, ja. Ne? Also okay, das machen wir nicht nochmal, weil wir sind abgelehnt worden. Ne? Ja. Aber das Gefühl, wenn es wirklich in dir so angelegt ist, drückt sich wieder so aus und geht auch wieder das Risiko ein, dass es abgelehnt wird. Und das hat eine Power drin und eine Schönheit drin. Das will sich so zeigen. Und es zeigt sich nicht in dieser Härte, sondern eher in Schönheit und Weichheit. Das ist eigentlich ein Riesengeschenk in diesem Ablehnung. Ja, es ist tatsächlich auch ein Geschenk drin. Ja. Wenn wir den Mut haben, Ja. es wirklich zu fühlen. Also es ist wie, wir sagen das ja oft in den Videos, dass wir manchmal so einen Weg aufzeigen, aber der ist nicht theoretisch, sondern den muss man praktisch
erleben. Ja. Ne? Das ist wirklich so. Und die Verantwortung hat jeder selber. Aber ich finde es schön, wenn es was gibt, was man wirklich tun kann. Sonst ist man ja wie so gefangen in diesem Ablehnung, will ich nicht, ja, was soll ich jetzt tun? Aber das ist wirklich was dieses Tun ist dieses, wir nehmen es zu uns und wir fühlen es. Wir tun das. Das können wir tun. Das ist wirklich unsere Verantwortung. Ja. Also wir können das wie tatsächlich zu uns nehmen. Und nur hier können wir das tatsächlich handeln, fühlen, loslassen und wirklich loslassen dann. Wir können die Verletzungen, die Ablehnung von unseren Eltern loslassen, wenn wir es zulassen, verletzt zu sein. Ja. Und diese Verletzung, wenn die wirklich gefühlt wird, kann sie losgelassen werden. Wir müssen nicht weiter darüber nachdenken. Im Gegenteil, wir denken drüber nach, reflektieren, erkennen das, was wahr ist und was klar ist und gehen dann weiter. Ja? Und mit diesem Loslassen und mit dieser Klarheit können wir weitergehen. Ja? Ohne uns zu schützen zu müssen vor weiterer Ablehnung. Ja? Weil wir lernen, mit jeder Ablehnung und jedem Fühlen lernen wir. Ne? Werden mitfühlender mit uns und mit den anderen Menschen drumherum. Oder mit dem Leben an sich. Ja. Und können Dinge ändern, ne? Weil wir plötzlich klarer werden, vielleicht ist ja da eine Wahrheit drin in dem, was der andere sagt. Ja. Vielleicht kann ich wirklich was anders tun oder anders machen und dann kommt es besser an. Also das ist ja auch ein Riesengeschenk. Ne? Genau. Ne? Manchmal ist eine Ablehnung sowas, wo ein fühlen lässt, reflektieren und dann tatsächlich, oh, das stimmt, das fühlt sich eigentlich ja gar nicht so gut an, vielleicht sollte ich das so machen, ne? Oder anders machen. Genau. Ja, vielleicht konnten wir mit diesem vielleicht so schweren Thema so ein bisschen Klarheit reinbringen und damit auch was Leichtigkeit, weil letztendlich ist es gar nicht so schwer. Ne? Schwer ist nur, wenn das Denken, also diese Angst davor, die macht es so schwer. Aber wenn wir dem wirklich begegnen, uns damit auseinandersetzen, ja, verliert das so an Schwere. Ja, und da gehört Ablehnung wie dazu. Ne? Wir lehnen was ab, um neue Wege zu erkunden oder um zu reflektieren und vielleicht den Weg ein bisschen anders zu machen. Ne? Ja, würde uns freuen, wenn ihr da ein bisschen für euch selber Klarheit reinbekommt oder den Mut habt, das Gefühl auch tatsächlich zu fühlen und loszulassen wieder. Ja, und wirklich in eure Kraft kommt. Ja. Alles Liebe von uns. Ja, schreibt uns gerne, wie es euch damit geht und ob ihr das schafft und freuen uns, von euch zu hören. Genau, oder wer damit Probleme hat oder was ihr alles schon erlebt habt mit dem Thema Ablehnung.